Begegnungen im Schatten des Krieges. Thomas startete seinen Tag wie gewöhnlich im Feldlazarett. Trotz der schwierigen Umstände und der ständigen Geräuschkulisse des Krieges hatten die Mitarbeiter hier ihre eigene Routine entwickelt. Zwischen den vielen Behandlungen und dem Stress fand Thomas jedoch einen Moment der Ruhe, um sich mit seinen Kollegen zu unterhalten. Einige der Freiwilligen, die er getroffen hatte, waren besonders beeindruckend für ihn. Da war zum Beispiel Marie, eine junge Ärztin aus Frankreich. Mit strahlenden Augen erzählte sie Thomas von ihrem Leben in Paris, wo sie in einem renommierten Krankenhaus gearbeitet hatte. „Ich hatte alles“, sagte sie. „Aber als ich von der Situation hier hörte, wusste ich, dass ich helfen musste.“ Dann gab es noch Rai, einen Techniker aus Indien. Bevor er nach Gaza kam, hatte er ein kleines Elektronikgeschäft in Mumbai. Er lachte, als er erzählte, wie er zum ersten Mal ein Stethoskop benutzt hatte. „Es ist so anders als meine Arbeit zu Hause, aber ich lerne jeden Tag etwas Neues.“ Während sie in der Mittagspause zusammensaßen, hörte Thomas auch die Geschichte von Aisha, einer Krankenschwester aus Kenia. Sie sprach von der Trockenheit in ihrer Heimat und wie sie bereits in ihrer Gemeinschaft geholfen hatte, den Bedürftigsten medizinische Versorgung zu bieten. „Das hier ist eine andere Art von Herausforderung“, sagte sie, „aber am Ende des Tages geht es immer darum, Menschen zu helfen.“ Die Geschichten, die Thomas an diesem Tag hörte, waren tief bewegend. Jeder hatte sein eigenes Leben, seine eigenen Träume und Hoffnungen. Aber sie alle hatten sich entschieden, in dieser schwierigen Zeit hierher zu kommen und zu helfen. Es war eine Erinnerung daran, dass inmitten des Krieges und des Leids die Menschlichkeit immer noch leuchtet. Am Nachmittag, während Thomas eine kurze Pause von den Behandlungen nahm, schloss er sich einigen der Freiwilligen an, die sich im Schatten eines der Zelte versammelten. Einige hatten Instrumente dabei, und sie begannen, Musik zu spielen. Es war eine seltsame Mischung aus Klängen. Die sanften Töne einer Gitarre vermischten sich mit dem Klang einer afrikanischen Trommel. Während sie spielten, begannen andere Freiwillige zu singen. Obwohl sie alle aus verschiedenen Teilen der Welt kamen und unterschiedliche Sprachen sprachen, schienen sie einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Jelena, eine Krankenschwester aus Serbien, setzte sich neben Thomas. „Weißt du“, sagte sie leise, „bevor ich hierher kam, war ich in einem Krieg in meinem eigenen Land. Es ist schwer zu erklären, aber dieser Ort, trotz all seiner Schwierigkeiten, gibt mir Hoffnung.“ Thomas nickte. „Ja, ich verstehe, es ist die Gemeinschaft hier, nicht wahr? Trotz all der Unterschiede, trotz all der Herausforderungen, finden wir alle zusammen.“ Jelena lächelte. „Genau. Es ist, als ob all diese verschiedenen Fäden zu einem wunderschönen Teppich verwoben werden. Und jeder von uns ist ein Teil davon.“ Während die Musik weiterhin in der Luft schwebte, dachte Thomas über die vielen Gesichter nach, die er in den letzten Wochen getroffen hatte. Jeder hatte seine eigene Geschichte, seine eigenen Kämpfe. Aber hier, inmitten des Chaos, fanden sie alle einen Sinn, eine Richtung. Als die Sonne unterging, schlossen sich immer mehr Freiwillige der Gruppe an. Sie tanzten, sangen und lachten zusammen, und für einen kurzen Moment vergaßen sie den Krieg um sie herum. Es war ein Zeichen der Resilienz, der Kraft des menschlichen Geistes, sich selbst in den dunkelsten Zeiten zu erheben. Während Thomas inmitten von Musik und Gesang den Moment der Verbindung genoss, wurde die friedliche Atmosphäre plötzlich von einem lauten Knall durchbrochen. Alle blickten zum Horizont, wo eine schwarze Rauchsäule emporstieg. Es war klar, dass etwas Schlimmes passiert war. Ein Funkgerät in der Nähe knackte, und die rissige Stimme eines Kollegen drang durch: „Ein Flugzeug ist nahe der Landebahn abgestürzt. Wir brauchen sofort alle Hände an Deck.“ Thomas und die anderen Freiwilligen sprangen sofort auf. Die Musik verstummte, und im Nu wurde die friedliche Versammlung in eine Szene geordneter Hektik verwandelt. Jelena rief nach medizinischem Material, Marie organisierte Teams,
und Rai versuchte, die Kommunikation mit dem Hauptquartier wiederherzustellen. Die Fahrt zum Absturzort war herzzerreißend. Überall lagen Trümmer, und das verzerrte Metall des Flugzeugwracks lag verstreut auf dem Boden. Trotz des entsetzlichen Anblicks arbeiteten die Freiwilligen methodisch, suchten nach Überlebenden und leisteten Erste Hilfe. Thomas, mit seiner Erfahrung als Intensivpfleger, übernahm eine Führungsrolle. Er koordinierte die Rettungsteams und sorgte dafür, dass die Schwerverletzten sofort evakuiert wurden. Die Zeit schien stillzustehen, und obwohl sie nur Stunden dort waren, kam es Thomas wie eine Ewigkeit vor. Als die Sonne sich endlich am Horizont neigte, waren alle Überlebenden in Sicherheit gebracht und versorgt. Erschöpft ließ Thomas sich auf einen Stein fallen, sein Herz schwer von den Ereignissen des Tages. Doch, trotz der Tragödie, war er stolz auf das, was sie als Team erreicht hatten. Später, als sie alle zurück im Lager waren, legte Jelena ihre Hand auf Thomas' Schulter. »Wir haben heute etwas Unglaubliches getan«, sagte sie. »Inmitten all dieser Dunkelheit haben wir Licht gebracht.« Thomas nickte. »Ja, und morgen werden wir wieder aufstehen und weitermachen. Denn das ist es, was wir tun.«